And welcome to everyone on this festival warm-up. Ja, willkommen alle. Yeah, we love to be in the festive spirit all the time because that is what God wills for us. Ja, wir sind in einem Zustand des Festes jeden Tag, weil das ist, was Gott für uns möchte. So A Course in Miracles gives us a good practical way to empty our mind of judgment. Der Kurs im Wundern gibt uns eine schöne Möglichkeit, wie wir unseren Geist lernen von allen Bewertungen. And to me, I always like to emphasize the practicality. Und ich möchte immer betonen, die Wirksamkeit. It's really, for me, about just following the inner guidance and staying in the joy of that listening and following. Für mich geht's nur um die innere Führung in Freude. And learning little by little that the body is just a means and it's not an end. Und Stück für Stück zu verstehen, dass der Körper nur ein Mittel ist und kein Ende. Yeah. Jesus says, while you still see the body as an end, you still find sin attractive. Jesus sagt, wenn du immer noch den Körper als ein Ende siehst, dann wirst du auch Sünde attraktiv finden. And so when we honestly look at the human condition, we see that so much activity is focused on the comfort and the convenience and the survival of the body. Das menschliche Wesen ist so sehr damit beschäftigt, mit Gemütlichkeiten und Bedingungen und Aktivitäten, die alle den Körper betreffen. So through the willingness to listen and follow, we allow the Holy Spirit to turn things around in our mind. Und nur durch unsere Bereitschaft erlauben wir es, dem Heiligen Geist die Dinge umzudrehen in unserem Geist. Because we're accustomed to thinking of love as having many different kinds, and it's thinking of it in the form. Wir denken, es gibt viele verschiedene Arten von Liebe, weil wir nur als Liebe als Form denken. But as we follow the Spirit, it's like an eclipse. The purpose of the Holy Spirit comes in front of all of the forms. Der Nutzen des Heiligen Geistes kommt vor allen Formen der Liebe. Yeah. And we start to feel happier and more joyful from within. Wir werden viel glücklicher und freudiger, aber von innen heraus. So in a very literal sense, Jesus is calling us out of the world. Jesus ruft uns hinaus in die Welt. He's not calling our body to try to go somewhere and escape. Nicht, dass unser Körper irgendwo hingehen soll. He's just calling our mind into stillness and rest. Ruft unseren Geist in Stille und in Rest. Where we feel a sense of ease and relaxation all the time. Wir empfinden ein Gefühl von Einfachheit und Erholung die ganze Zeit. Where all anxieties, all concerns fade away. Alle Ängste und alle Bedenken ganz langsam schleichen sich aus dem Leben. And we simply live from the heart of inspiration. Und wir leben einfach nur von unserem Herzen der Inspiration. We become so aligned with the Spirit that the stresses of the past have been released. Und wir werden eins mit dem Geist und alle
aller Stress der Vergangenheit wird entfernt. Yeah. And laughter has finally come to replace our tears. Und Lachen wird unsere Tränen ersetzen. And to do this, we have to be always willing to ask, what is my purpose? Um das zu tun, müssen wir immer bereit sein zu fragen, was ist eigentlich unser Grund, unsere Ursache? Because the ego belief system has made up false purposes for all of the images. Denn unser Ego-Verhaltenssystem hat ganz viele verschiedene Muster für verschiedene Verhaltensformen erstellt. And the only way we can truly rest consistently is to make way for this new purpose in our mind. Und der einzige Weg, wie wir wirklich Erholung erlangen können und erreichen können, ist, wenn wir Platz machen für diesen neuen Geist. So for me, when I first encountered A Course in Miracles, Als ich zum ersten Mal das Buch Ein Kurs in Wundern begegnet habe, it was such a major encounter es with war so eine große truth Begegnung, that it just washed over me, and my whole direction for my life just changed in an instant. die ganze Ausrichtung meines Lebens ist in einem Augenblick komplett über den Haufen geworfen worden und hat sich verändert. And I really kind of dove inward in a very deep way by going to the woods to just pray and meditate. Und ich bin in mich gegangen, einfach in den Wald und habe meditiert. And then in the late 1980s, I had 3 revelatory experiences. Und in den Ende der 1980er Jahren hatte ich 3 sehr bedeutsame Erlebnisse. And in each of these experiences, the world disappeared entirely. In jedem dieser Erlebnisse ist die Welt komplett verschwunden. And so I definitely lost my interest in the future. Ich habe komplett mein Interesse an der Zukunft verloren. With those revelatory experiences, I knew in my heart that whatever my life in the world was would be very different. Und mit diesen Erlebnissen wusste ich, was auch immer die neue Erfahrung in meinem Leben wird, sie wird komplett anders sein. And once I could hear Jesus's voice in my mind directly, Und seit ich Jesus Stimme direkt in meinem Kopf höre, Jesus assured me that the course was not difficult, but it was extremely different. Jesus hat mir versichert, der Kurs ist nicht schwierig, aber ist sehr, sehr anders. And I said, yes, I see this. After 10 years of university, I've never seen anything like this at all. Ja, das sehe ich. Nach 10 Jahren auf der Universität kann ich sagen, ich habe noch nie etwas Vergleichbares gesehen. But also it seems like I was being prepared during my whole lifetime for this encounter. Es hat sich auch so angefühlt, als ob ich mein ganzes Leben auf diesen Moment vorbereitet worden wäre. And so I was actually quite ready to really let go of everything that I had been holding on to in the world. Und ich war wirklich bereit, alles loszulassen, was auch immer ich noch festhielt in dieser Welt. Or so I thought. Ja, so zumindest habe ich das gedacht. Yeah. Jesus was always laughing, saying, "Oh, you aren't quite as far as you think you are with anything."
Jesus hat immer gelacht und gesagt, du bist gar nicht so weit, wie du denkst, mit all diesen Dingen. Yeah. And so in one sense, I had to surrender and kind of be lifted out of my perception of the world. Und sozusagen musste ich dann komplett mich fallen lassen und die Wahrnehmung meiner Welt verändern. And in one sense, I had to be kind of lured and attracted into the guidance that Jesus was giving me. Und ich musste auch komplett hineingezogen werden in diese Führung, die Jesus uns gibt. And so I could see that it was really so many lessons in developing trust and faith. Es waren so viele Lektionen, die mir erlaubten, Vertrauen und Vertrauen zu erlangen. Because when we are honest about our emotions, it can seem very dark at the beginning of our work. Und wenn wir ehrlich sind mit unseren Emotionen, kann es am Anfang ziemlich düster aussehen, wenn wir beginnen mit der Arbeit. And it can seem dark in the middle of our work and even dark much later in the work too. Auch in der Mitte der Arbeit und auch viel, viel später kann es immer noch dunkel aussehen. Yeah, it's amazing how surprising it is when the darkness comes up like a monster. Es ist großartig zu sehen, wie die Dunkelheit wie ein Monster erscheint. But Jesus is always so persistent and so faithful. Aber Jesus ist immer sehr hartnäckig und vertrauenswürdig. Yeah, always very nurturing and encouraging. Sehr ernährend und ermutigend. Yeah. And in the end, it is simply giving up all attempts to control this world. Und letztlich geht es nur darum, alle Versuche aufzugeben, diese Welt hier zu kontrollieren. I still just laugh at the way the things seem to unfold. Und ich begann zu lachen, wie die Dinge sich entfaltet haben. A couple nights ago, I decided to show a movie gathering that I did back in 2020. Ein paar Tage zuvor habe ich mich dazu entschlossen, einen Film Zusammenkunft zu zeigen, die ich in den 2000ern, in which year? 2020. In 2020 gemacht habe. And so I went to this house and I started to watch the movie online with a group of friends. Also bin ich zu diesem Haus gegangen und ich habe angefangen, diesen Film anzuschauen mit ein paar Freunden. And then I noticed my friends in the house were laughing. Und ich habe festgestellt, meine Freunde fingen an zu lachen. And I said, what's so funny? Was ist los? Habe ich gefragt. Was ist so lustig? They said, you're wearing the exact same shirt that you wore in the recording 3 years ago. Du trägst genau dasselbe Shirt, was du vor 3 Jahren in diese Aufnahmen getragen hast. And they said you're sitting in the exact same chair that you sat in 3 years ago. Und du sitzt auch in dem genau selben Stuhl wie vor 3 Jahren. And in the recording, I was talking to the cat, and the cat came up to me, and I was in this session, I was talking to the same cat in the same position. Und ich habe zu derselben Katze in derselben Position gesprochen in diesem Video. And everything was a synchronicity. It was just an exact replica of what had been done 3 years ago. Und alles war komplett dasselbe wie vor 3 Jahren. But not intentionally. I had no idea that this was going to happen.
Aber ich habe das nicht geplant. Ich hatte gar keine Ahnung, dass das passieren würde. And I just started to feel how playful the Spirit really is with us. Und da habe ich gemerkt, wie verspielt eigentlich der Heilige Geist mit uns ist. And the next morning, I woke up so happy because I felt that it was all just happening perfectly. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht, so glücklich, weil ich mir gedacht habe, alles passiert einfach perfekt. And I remembered what Jesus said in the Course. Und ich habe mich erinnert, was Jesus im Kurs gesagt hat. Miracles are involuntary. Wunder sind unfreiwillig. They should not be under conscious control. Sie sollten nicht unter bewusster Kontrolle passieren oder sein. And the very most we can ever do Das meiste, was du jemals tun kannst, is just to let go of the belief that we can control anything in the world. einfach loszulassen von dem Glauben, dass wir irgendetwas in dieser Welt kontrollieren könnten. Just to be able to watch the world in peace. Einfach die Welt komplett im Frieden zu beobachten. And for me, the way that comes about is just simply by following the guidance. Und für mich, wie das funktioniert, ist ganz einfach, den Kurs zu befolgen. The guidance just rinses away the belief that we have a personal will. Der Kurs wäscht alles weg von dem Glauben, dass wir denken, wir hätten einen persönlichen Willen. It washes away every single belief in personal responsibility. Es wäscht auch jeden Glauben an persönliche Verantwortung weg. And it lifts our awareness up into this really glorious state of just acceptance. Es bringt unser Bewusstsein in diesen wunderbaren Zustand der einfachen Annahme. And I can really see now that the only stress comes from trying to have control over something where there is no control. Und ich kann wirklich sehen, der Stress, der kommt daher, dass wir denken, wir können etwas kontrollieren, was wir gar nicht kontrollieren können. There's a very famous prayer in 12-step groups called the Serenity Prayer. Es gibt ein sehr schönes Gebet in den 12-Schritte-Programm, das heißt das Ernsthaftigkeit, Serenity-Gebet. Gelassenheit. Gelassenheitsgebet. And I now see that A Course in Miracles is just an expanded version of the Serenity Prayer. Und ich sehe, dass der Kurs im Wundern einfach eine verlängerte Version dieses Gelassenheitsgebets ist. For people who believe they need more words. Für Menschen, die glauben, dass sie noch mehr Wörter brauchen. But really, it's the same healing process of letting go of all control. Aber es ist derselbe Heilprozess vom einfach Loslassen aller Kontrolle. Yeah. It's just getting the biggest smile on your face of realizing you don't even understand how the past happened. Und es gibt dir das größte Lachen im Gesicht, wenn du verstehst, dass du gar nicht weißt, wie die Vergangenheit passiert ist. It's like a point in awareness where the personality self, it just disappears. Es ist ein Bereich in dem Bewusstsein, wo die Personalität einfach verschwindet. And with its going, you don't have guilt over anything that was done or not done. Und da sie verschwindet, hast du auch kein Schuldgefühl mehr für irgendwas, was sie getan hat oder tun wird. Yeah. Just a sense of happy relief. Will you say it again, please? It's just a feeling of happy relief. Ja, es ist einfach ein Gefühl vom glücklichen Loslassen. Yeah. So I feel
this is coming into the experience, the full experience of the mind. Und es geht um die komplette Erfahrung des Geistes. We learned the body from the ego. Wir haben den Körper vom Ego gelernt. We learned the world from the ego. Auch die Welt haben wir vom Ego gelernt. We learned linear time from the ego. Und die lineare Zeit haben wir vom Ego gelernt. And all of our survival mechanisms are also learned from the ego. Und alle Überlebensmechanismen auch vom Ego gelernt. And that's why we need to have so much trust in order to unlearn all of this. Und deswegen brauchen wir so viel Vertrauen, um all das wieder rückgängig zu machen. Yeah. In my experience, there's like a momentum that comes with the miracles. In meiner Erfahrung gibt es einen Moment, in dem ein Momentum passiert mit dem Kurs in Wundern. Yeah. Just the willingness to be used by the Spirit begins to open the mind. Einfach die Bereitschaft, vom Heiligen Geist genutzt werden zu wollen, öffnet schon den Geist. Yeah. And it feels like it just gets gentler and gentler as we keep going in that direction. Und es fühlt sich an, als würde es immer sanfter werden auf unserem Weg. And the expressions of gratitude and joy just become natural reflections. Und der Ausdruck der Dankbarkeit und der Freude bekommen ganz natürliche Reflexionen. I have a friend who has been in prison for decades. Ich habe einen Freund, der schon seit Dekaden im Gefängnis ist. But he came across these deep teachings of A Course in Miracles. Will you say it again, please? He came across these teachings from A Course in Miracles. Und der hat das Buch Ein Kurs in Wundern kennengelernt. And because he was in prison, he had so much time to study and practice the course, such a strong devotion. Und da er im Gefängnis war, hatte er viel Zeit, diesen Kurs zu studieren und zu lernen und hatte viel Hingabe dabei. That when I would receive his letters from prison, I just had tears in my eyes. Und wenn ich Briefe von ihm erhalten habe, hatte ich Tränen in den Augen. Because he was able to go so deep in forgiveness, true forgiveness. Er konnte wirklich tief gehen in dem Thema wahre Vergebung. And to find his purpose and to extend his purpose. Und um seinen Nutzen zu finden und auch um den Nutzen auszuweiten. So that he began drawing forth the beautiful witnesses in the prison. Und er hat angefangen, wunderschöne Bilder zu malen im Gefängnis. And it was a beautiful demonstration about how it's all in our mind. Und es war eine super Demonstration, wie alles einfach in unserem Geist passiert. How all we have to do is shift our attitude and then everything seems to shift with that. Alles, was wir tun müssten, ist unsere Haltung zu verändern und dann verändert sich alles. Yeah. So I really enjoy one teaching that Jesus has in the Course. Eine Lehre gefällt mir am besten im Kurs in Wundern. Which is you will believe this course entirely or not at all. Das ist, entweder du glaubst diese Lehre oder überhaupt gar nicht. That there is no such thing as partial forgiveness. Crucial? No such thing as partial forgiveness. Denn es gibt nichts wie nur eine teilweise Vergebung.
Yeah. Your heart cannot be partially welcoming. Dein Herz kann nicht einfach nur teilweise willkommen heißen. It has to burst wide open in feeling the love for everyone and everything. Es muss sich komplett öffnen und die Liebe zu allem und jedem spüren und empfinden. Yeah. And to me, this is the great intimacy. Und für mich ist das die großartige Intimität. It's truly the intimacy of our mind. Die Intimität des Geistes. And it does go beyond the interpersonal intimacy that is sought for through the body. Es geht weit über die zwischenmenschlichen Intimitäten unseres Körpers. I found in my life when I just made myself completely available, Wenn ich mich zum Beispiel einfach komplett verfügbar gemacht habe, that I found I got to travel all over the world and share these ideas in many situations. dann konnte ich in der ganzen Welt umherreisen und diese Ideen in vielen Situationen teilen. And interestingly, over the years, my perception of need changed dramatically. Und über die Jahre hat sich auch die Wahrnehmung, die ich über mich hatte, komplett verändert. Yeah, at the beginning, I was very aware of my ego needs. Am Anfang war mir sehr bewusst, was mein Ego wollte und brauchte. But over the years, just through devotion, the needs and the appetites began to disappear. Und über die Jahre, durch diese stetige Hingabe, sind diese ganzen Bedürfnisse langsam, aber sicher verschwunden. And the experience became one of what I would call mysticism. Und die Erfahrung wurde zu was ich sage, eine Mystik. Yeah, where it's like the needs, the perception of needs was like evaporating from the mind. Die Bedürfnisse sind wie einfach verschwunden im Geist. And it becomes very apparent that our only need is God. Und dann wird ganz schnell klar, dass unser einziges wirkliches Bedürfnis Gott ist. It's divine love. Es ist göttliche Liebe. And the rest just kind of falls away, just keeps falling away. Und alles andere fällt einfach Stück für Stück weg. And the mind just begins to rest in an experience. Und der Geist ist einfach in diesem Erlebnis. And communication just becomes so important. Und Kommunikation wird sehr wichtig. But this communication itself is more of an attitude than words. Aber diese Kommunikation ist mehr eine Haltung als Worte. And everything seems to become so simple. Und alles scheint total einfach zu werden. It's like every day is just filled with synchronicities where everything just clicks together. Und jeder Tag ist gefüllt mit Synchronicitäten und wo alles sich einfach fügt. And the need for any type of structure or organization, it just completely fades away. Und das Bedürfnis nach Struktur und Ordnung wird komplett verschwinden. Yeah. It seems like life is a spontaneous adventure. Es scheint, das Leben ist ein komplett spontanes Abenteuer. Where
you just go from one experience that seems new to another experience that seems new. Wo du von einer neuen Erfahrung zur nächsten neuen Erfahrung gehst. And in one sense, there aren't any more surprises. Und auf eine Art und Weise ist es so, dass es gar nicht mehr so viele Überraschungen gibt. Yeah. A deep feeling of acceptance comes inside of your heart. Ein tiefes Gefühl von Annahme findest du in deinem Herzen. And all the questions start to look very funny. Alle Fragen beginnen sehr lustig auszusehen. I was on a session yesterday and I was asked a question about the course. Gestern war ich an einer Session und jemand hat mich über den Kurs etwas gefragt. And the woman said, it says in the Course in Miracles, 50 principles of miracles. Eine Frau hat gesagt, im Buch heißt es, dass es 50 Prinzipien von Wundern gibt. It says miracles are natural. Wunder sind natürlich. When they do not occur, something has gone wrong. Wenn sie nicht auftauchen, dann ist etwas falsch gelaufen. And I said, yeah, that is the truth. Ja, das stimmt. She said, I don't understand. Sie hat gesagt, das verstehe ich nicht. It also says in the Course that all things work together for good. Und das heißt auch im Kurs, alle Dinge passieren zum Guten. It also says, let all things be exactly as they are. Und es heißt auch, lass die Dinge so sein, wie sie sind. So what does he mean? Something has gone wrong. Also was bedeutet das? Etwas ist falsch gelaufen. It can't be both ways. Es kann auch nicht zwei Wege geben. Either it's all working together for good and there's nothing ever going wrong. Ja, entweder alles läuft zum Guten oder es ist nie etwas falsch. Or he says, when they do not occur, miracles, something has gone wrong. Oder wenn sie nicht auftauchen, ist etwas falsch gelaufen. And I said, he's not talking about the form when he talks about something going wrong. Ich habe gesagt, er spricht nicht von der Form, wenn er sagt, etwas ist falsch gegangen, falsch gelaufen. We always only have a choice of purpose or perspective. Wir haben immer nur eine Wahl der Betrachtungsweise, der Perspektive. And this purpose has nothing to do with the particular forms. Und dieser Nutzen hat nichts zu tun mit einer bestimmten Form. It's a way of looking. Es ist eine Art und Weise, wie wir schauen. And so he's saying miracles are natural. Er sagt, Wunder sind natürlich. He's saying your right mind is natural. Er sagt, dein richtiger Geist ist natürlich. And your wrong mind is a perception of distortion. Und dein falscher Geist ist eine Wahrnehmung der Verwirrung. So the only choice that we have is the choice of purpose. Also die einzige Wahl, die wir haben, ist die Wahl des Nutzens, der Purpose. Was heißt Purpose nochmal? Yeah. Sinn und Zweck. Des Sinns. Yeah. And the reason A Course in Miracles can seem so different Und der Grund, warum der Kurs in Wundern so anders erscheint, is because our human conditioning and programming da unser menschliches Konditionieren und Programmieren oder unsere Programmierung tells us that we have many, many choices to make in the world. Will you say it again, please?
the programming tells us we have many choices to make in the world. Und unsere Programmierung sagt uns, wir müssen viele, viele Wahlen und Entscheidungen treffen hier in dieser Welt. Yeah, as a person. Als Person. And yet, as we give ourselves over to the guidance so completely, Aber wenn wir uns komplett hingeben zu dieser Führung, we start to feel like we're not making these choices in mind on our own. dann merken wir, dass wir diese Entscheidungen in unserem Geist nicht mehr alleine treffen. When we're willing, the Spirit really like takes over the use of our mind. Wenn wir bereit sind, dann nimmt der Geist über, dann übernimmt der Geist die Führung. And it's glorious. It's really miraculous. Und es ist einfach wunderbar und wundersam. And so we start to really look more closely at what is the purpose for anything that we do. Und wir fangen wirklich an, genauer zu sehen und zu suchen, was ist der Sinn und Zweck von den Dingen, die wir tun. For example, when we think of taking a trip, Zum Beispiel, wenn wir eine Reise unternehmen. the real choice we have is just what is the purpose of the entire trip. Also was ist dann der Nutzen und der Sinn dieser ganzen Reise? And as we start to give way to this purpose, Und wenn wir Platz machen für diesen Sinn, our whole way of perceiving the world changes. die komplette Art und Weise, wie wir die Welt betrachten, verändert sich. We cease to look to things that are going right or wrong. Wir schauen die Dinge an, die richtig und die falsch laufen. The Holy Spirit uses our ego preferences to undo our ego preferences. Der Heilige Geist nimmt unsere Preferences, was ist das? Vorlieben. Die Ego-Vorlieben, To undo them. sie dann rückgängig zu machen. Yeah. And this is just quite amazing. Und das ist einfach wunderbar, großartig. Yeah. And it seems to only require willingness to listen and follow. Es braucht einfach nur Bereitschaft, um zu hören und um zu folgen. Yeah. It really doesn't require anything else. Es braucht nicht mehr. Because our trust grows as we start to see the purpose more clearly. Unser Vertrauen wächst, wenn wir sehen, dass unser Sinn immer größer wird. We begin to realize that nothing is ever going wrong or right in the world. Und wir fangen an zu verstehen, dass nichts jemals richtig oder falsch läuft in der Welt. We have these moments of laughter where we realize we never did anything wrong or right either. Und wir haben die Momente des Lachens, wo wir verstehen, wir haben auch nie irgendwas falsch oder richtig gemacht. It's very freeing. It's very, very happy. Das ist sehr befreiend und glücklich machend. And I remember one time I asked Jesus, how can this even be? Und einmal habe ich Jesus gefragt, wie kann das überhaupt sein? He said, you were never the doer. Er sagte, du warst niemals der Macher. Yeah, when you identified with the body, then you identified with the doer. Wenn du dich mit deinem Körper identifizierst, dann identifizierst du dich auch mit dem Macher. And then you have these moments of laughter where you realize that just simply was not true.
Und dann hast du die Momente des Lachens, wo du feststellst, all das war nie wahr. And you feel so innocent. Und du fühlst dich unschuldig You feel so expansive. und dich weitend. And even if you just get a little glimpse of it, you will never forget that glimpse. Und auch wenn du nur einen ganz, ganz kleinen Augenblick oder Moment davon erfährst, diesen wirst du niemals mehr vergessen. Yeah. It's just like getting a taste of freedom. Einfach nur um eine kleine Geschmacksprobe von Freiheit zu bekommen. And as soon as you have that taste, your heart knows that it will be satisfied with nothing less. Und dein Herz wird wissen, du wirst nie wieder mit etwas anderem zufrieden sein. Yeah. And the more that we just give ourselves completely to this purpose, Und je mehr wir uns wirklich komplett zu diesem Sinn hingeben, there are so many witnesses that come that eventually we are convinced. da werden so viele Zeugen kommen, dass wir letztendlich überzeugt sein werden. Yeah. It feels like living with other people, you start to feel it's all telepathic. Wenn du mit anderen Menschen lebst, wirst du merken, es wird alles telepathisch. And at first, it seems kind of amazing. Am Anfang fühlt es sich komplett großartig an. But then you start to feel more natural with it. Und dann wird es einfach natürlich. You can finish each other's sentences because you already know what the words are going to be. Du kannst den Satz von einem anderen beenden, weil du eh schon spürst und weißt, was er sagen wird. Yeah. You can really feel what everyone is thinking, and when you're thinking together, Du kannst fühlen, was jeder denkt. Und wenn ihr zusammen denkt, then everything seems very relaxed and easy. dann fühlt sich alles relaxed und einfach an. And there's a true intimacy comes with this telepathy. Und eine wahre Intimität kommt da mit dieser Telepathie. You suddenly realize that you have no secrets. Und du stellst fest, dass du gar keine Geheimnisse hast. And without any secrets, you don't have any guilt either. Und ohne Geheimnisse hast du ja auch gar keine Schuldgefühle. The guilt was just coming from trying to keep a secret. Schuld kam ja nur davon, dass du versucht hast, ein Geheimnis geheim zu halten. So this is the intimacy of mind when we share one purpose. Und das ist genau diese Intimität des Geistes, wenn wir einen gemeinsamen Sinn verfolgen. And when ego thoughts arise into awareness, Wenn Ego-Gedanken in dein Bewusstsein kommen, your only responsibility is just to be aware of them, but not identified with them. das Einzige, was du tun musst, ist, sich dieser Gedanken bewusst zu sein, aber dich nicht damit zu identifizieren. Almost every day I meet with a friend, Fast jeden Tag treffe ich einen Freund and they start off by saying, "Oh, I have a thought, but I'm afraid to tell you." und sie fangen an zu sagen, ich habe einen Gedanken, aber ich habe Angst, es dir zu sagen. And I say, "Oh no, there's no need to be afraid. Go ahead, tell me whatever the thought is." Und ich habe gesagt, du brauchst keine Angst haben. Komm, sag's mir einfach, egal was der Gedanke ist. It doesn't matter what the thought is. Es ist völlig egal, was der Gedanke ist. And usually the thoughts are held secret because there's a fear of rejection. Und normal halten wir diese Gedanken geheim, weil wir Angst haben vor Zurückweisung.
or a fear of becoming disconnected. oder Angst, nicht mehr verbunden zu sein. But when we really are in the strength of spirit, Aber wenn wir wirklich in dieser Kraft des Geistes sind, we come together in a very strong presence of love, dann kommen wir zusammen in einer sehr starken Gegenwart von Liebe, where any thought can be shared wo jeder einzelne Gedanke geteilt werden kann, without any type of fear associated with it. ohne jede Form von Angst, die damit einhergeht. And to me, this is the experience of healing. Und das ist für mich die Erfahrung von Heilung, where we become very strong at not taking any ego thoughts seriously. wo wir wirklich stark werden, keine Ego-Gedanken ernst zu nehmen. At first, it's mind training, and it takes a lot of practice. Am Anfang ist es Geistestraining und es braucht auch viel Übung. But as you keep practicing, you start to feel the strength of the mind. Aber wenn du weiter übst, dann fängst du an, die Kraft des Geistes zu spüren. And you can feel the strength of the spirit. Du kannst die wirkliche Kraft des Geistes merken und spüren. Imagine being like a priest who spends all day in a confessional booth. Stell dir vor, wie ein Priester zu sein, der den ganzen Tag in einem Beichtstuhl verbringt. And everyone who comes in the confession booth is going to let go of their private thoughts. Und jeder, der in diesen Beichtstuhl kommt, entledigt sich all diese privaten Gedanken. And the priest just listens and says, I bless you and go your way in innocence. Und der Priester sitzt einfach da, hört zu, er sagt, ich segne dich und geh deinen Weg weiter in Unschuld. No matter what is shared with the priest, it's always go your way in innocence. Egal, was geteilt wurde mit dem Priester, geh immer weiter in Unschuld. No advice, Kein Ratschlag, no instruction, keine Anweisungen und Anleitungen, no judgment, keine Bewertung, just a pure blessing. einfach reine Segnung. And that is what healing is. Und das ist, was Heilung ist. It's not holding anything against anyone. Es ist nicht irgendwas noch gegen irgendjemanden in der Hand zu haben. It's like meeting them for the very first time with no history involved. Als ob du sie zum ersten Mal in deinem Leben triffst, ohne jegliche gemeinsame Geschichte. And only in this can we feel the vibrancy of the deep love. Und nur in dieser Form von Begegnung können wir die Frische von Liebe erkennen. Yeah. We always are experiencing ourselves for the first time. Wir entdecken uns jedes Mal einfach neu. And this is the gift of the Holy Spirit. Und das ist das Geschenk des Heiligen Geistes. Yeah. It's actually living in so much trust Es bedeutet, in so viel Vertrauen zu leben, that you can release all expectations. dass du jede Erwartung loslassen kannst. And by following guidance, Und bei dieser Führung, wenn du ihr folgst, you live in this inspiration. dann lebst du in dieser Eingebung, in dieser Inspiration. Yeah. You live in a true sense of inner freedom. Du lebst in einem wahren Sinn in einem wahren Sinn von innerem Frieden. Yeah. Where you're not looking to get something from
the world. wo du nicht schaust, dass du irgendetwas von dieser Welt bekommen möchtest. For many years, I've been saying this same idea. Viele Jahre jetzt sage ich immer dieselbe Idee. If you want something from the world, Wenn du etwas von der Welt willst, the world will seem to want something from you. dann wird es so scheinen, als ob die Welt etwas von dir will. But if you just want to give as God gives, Aber wenn du einfach nur geben möchtest, so wie Gott gibt, the world will just reflect the miracles. die Welt wird einfach die Wunder reflektieren. Jesus says, if you would take something from a brother, Jesus sagt, wenn du etwas von einem Bruder nehmen möchtest, you will have nothing left. dann wirst du nichts übrig haben. Jesus also says, never correct a brother. Und Jesus sagt auch, korrigiere niemals einen Bruder. Do not question him, do not confound him. Stelle ihm keine Fragen oder bewerte ihn. Accept your brother exactly as he is. Akzeptiere ihn ganz genau, wie er ist. And this is an inner perception. Und das ist eine innere Wahrnehmung. You don't have to pretend that you're not seeing a body. Du musst nicht dir vormachen, dass du ein... Will you say it again, please? You don't have to pretend that you're not seeing a body. Aber du musst nicht so tun, als ob du nicht einen Körper siehst. You just need to be so in the love inside that it doesn't matter to you. Du musst einfach nur so sehr in der Liebe sein, dass es dir einfach egal ist. Yeah. I have so many friends that go into prisons even with these beautiful teachings. Ich habe so viele Freunde, die sogar ins Gefängnis gehen mit diesem Kurs. And sometimes at the beginning, the prisoners cannot even make eye contact. Und am Anfang können die Gefangenen nicht mal Augenkontakt machen, Because they feel guilty for what they're in there for. weil sie sich so schuldig fühlen für das, warum sie da drin sind. But when you go anywhere to extend the happiness, Aber egal, wo du hingehst, um das Glück zu erweitern, it does draw the happiness out of all the brothers and sisters. es wird all das Glücklichsein und die Freude von deinen Brüdern herausziehen und aktivieren. Yeah. And what I've also discovered is I've had to let go of my past learning. Und ich musste auch feststellen, dass ich von meinen vergangenen Erfahrungen und Lektionen loslassen musste. And it has come about as I see that in the miracle, everything is provided. Denn ich stelle fest, im Wunder ist sowieso alles bereitgestellt. Yeah, nothing is ever missing. Nichts fehlt jemals. One time when I thought I was sure something was missing, Einmal, als ich dachte, jetzt bin ich sicher, jetzt fehlt etwas, Jesus said, hat Jesus gesagt, the only thing lacking in any situation das Einzige, was in jeder Situation fehlt, is what you have failed to give. ist, was du vergessen hast zu geben. Yeah. It's only our attempt to withhold love that generates a faulty perception. Nur daher, dass wir die Liebe zurückhalten, nur dadurch haben wir eine fälschliche Wahrnehmung.
That's to me why Jesus was such a powerful example. Und deswegen war Jesus so ein kraftvolles Beispiel und Vorbild für mich. He just was not interested in the past. Er war überhaupt nicht interessiert in die Vergangenheit. When he would meet somebody, he would never ask them about their past or how they became sick. Wenn er jemanden getroffen hat, hat er niemals gefragt, was in der Vergangenheit passiert ist oder warum er krank geworden ist. Because Jesus was convinced the past was already over. Denn Jesus war sicher, die Vergangenheit ist schon vorbei. And so in his presence with faith, the dead came alive. Und in seiner Gegenwärtigkeit mit Ja. Vertrauen wurde es wieder lebendig. Yeah, the sick were healed. Die Kranken wurden geheilt. Because he just did not believe in sickness and death anymore. Weil er einfach nicht in Krankheit und in Tod geglaubt hat. Yeah. And I see that in my own experience, In meiner eigenen Erfahrung, anytime I expected to get something from someone else, jedes Mal, wenn ich etwas erwartet habe, das mir jemand anderes geben sollte, it did not go well. es ist nie gut ausgegangen. As long as I was only there to give, I was safe and happy. Wenn ich nur einfach geben wollte, war ich sicher und glücklich. But as soon as I had an expectation, then the peace was gone from awareness. Aber sobald ich eine Erwartung hatte, der Frieden war komplett weg aus dem Bewusstsein. Yeah. So to me, this is our opportunity to use everything for providing a gift. Und das gibt mir die Möglichkeit, alles zu nutzen, um ein Geschenk zu geben. And we always can give the gift of peace. Und wir können immer das Geschenk des Friedens geben. We have an endless supply of peace in our heart. Es ist ein unerschöpfliches Vorratslager an Frieden in uns. And the more we extend it, the more we are aware of it. Und je mehr wir es ausweiten, desto mehr werden wir uns auch dessen bewusst. Yeah. And we have so many opportunities with this world. Wir haben so viele Möglichkeiten in dieser Welt. I was privileged to get to go around to 44 different countries. Und ich war privilegiert, in 44 Länder zu reisen. 44 opportunities to give. 44 Möglichkeiten zu geben. And sometimes people would say, David, you don't even speak the language. How are you going to give? Manchmal haben sie gesagt, David, du sprichst doch nicht mal die Sprache. Wie willst du überhaupt was geben? And I said, I don't think it's really dependent on language. Und ich habe gesagt, ich glaube, es hat nichts mit meiner Sprache zu tun. It always worked out. I could always find a way to express what needed to be expressed. Und ich habe immer eine Möglichkeit gefunden, das auszudrücken, was ausgedrückt werden sollte. Yeah. And I always remember Jesus said, freely you have received. Und ich habe mich immer daran erinnert, dass Jesus gesagt hat, Now, du hast empfangen. yeah, now freely give. Du hast freely, also komplett frei empfangen und jetzt kannst du auch frei geben. Yeah. So that's my warm-up message. Das ist sozusagen meine Warm-up-Message für alle. Let's all have a warm heart and keep dancing and singing and giving. Lass uns ein warmes Herz haben und tanzen und singen und geben. Immer geben. And I like that this is called a festival. Und ich mag es gerne, dass das ein Festival heißt. That's better than conference or retreat.
Hört sich besser an als in Konferenz oder Retreat. Yeah, this is our opportunity to celebrate together. Das ist unsere Möglichkeit, gemeinsam zu feiern. Yeah, and I'm so looking forward to my session. I think it's on the 28th. Ich freue mich total auf meine Session und ich glaube, die ist am 28. Yeah. So that's the prayer of my heart, is just be happy. Und einfach im Herzen glücklich zu sein. Yeah, and let your happiness shine for everyone. Lass dein Glücklichsein scheinen für jeden. And thank you, Nadine, and thank you, Andres, and Andreas, everyone here. Vielen Danke, Dank an David. alle und jeden. Thank you, David. It's been a pleasure having you. Thank Really you. looking forward to seeing you again. And yeah, you're right. It's on Sunday, the 28th. Ja, am 28. Beautiful. Und ich möchte alle einladen, wer dabei sein möchte. Den Link findet ihr im Chat für die Anmeldung. Und wir spielen noch ein bisschen Musik. So we're going to play some more music, and I'm just going to extend the joy and the playfulness of the spirit. Thank you for opening that up, David. Danke fürs Thank you. Aufwärmen. Thank you. Für das so much. Thank you very much.